Der Markt, die ganze Windkraftbranche macht, ich glaube, gerade eine große Krise durch. Das nimmt natürlich der Otto-Normalverbraucher, der sich mit dem Markt nicht beschäftigt, so nicht wahr. Eigoff produziert an dem Standort Windkraftgetriebe für Windkraftanlagen. Wir sind ein relativ junges Werk, modern gebaut, eine gute Lage auch zur Autobahn und halt ein gut ausgebildetes Personal. Hat sich über die 15 Jahre so weiterentwickelt und die Entwicklung steht nicht still, die geht auch weiter. Also größer, schneller, weiter, groß, schwer, präzise. Und da kam einfach die Ansage, wir schließen. Und wir sind dann informiert worden durch die Werksleitung Ende April, der Betrieb soll geschlossen werden, gleichzeitig mit der Belegschaft und dem Betriebsrat. Und insofern haben wir dann zusammen beraten, wie machen wir jetzt weiter. Klassischerweise ist es dann so, man bekommt einen Haufen Anrufe von anderen Firmen, von Transfergesellschaften, von Unternehmensberatungen, die wollen alle in den Prozess mit einsteigen. Und einer dieser Leute war halt Grantiro, die haben sich direkt bei uns gemeldet und haben gesagt, hört zu, wir haben ein ganz anderes Konzept, einen ganz anderen Ansatz, wie man rangehen kann. Dann hatten wir eine kurze Vorstellungsrunde und jetzt seit 2 Tagen sind wir in diesen Workshops. Das ist ein Prozess, den man durchläuft, um Ideen zu entwickeln, aus einem rauszukitzeln, mit anderen im Brainstorming zu verfeinern. Man macht das ja öfter mit Gründern, Startups, dass man mal sozusagen diese ganzen Elemente durchgeht, die hier auch sozusagen gemacht werden. Aber was mich persönlich besonders beeindruckt, ist eben, wie stark die Mitarbeiter in diesen kreativen Prozess mit einbezogen werden. Also das aus meiner Sicht ist wirklich ein ganz ungewöhnlicher Ansatz. Und das in Verbindung mit sehr innovativen Kreativitätsmethoden, die ich zum Beispiel heute hier jetzt im Live miterlebt habe, das finde ich wirklich sehr spannend. Problem ist ja auch in der Hinsicht, dass viele Leute mitarbeiten müssen, ein Konzept zu finden für die Firma, wie die weiter bestehen kann. Ja, die Idee hier ist ja, dass wir 300 Ideen generieren, die verdichten zu 30 Projekten und dann 3 davon wirklich bis ins letzte Detail durchrechnen, die am erfolgversprechendsten sind. Naja, ich bin ja nicht der Einzige, aber einer von mehreren sogenannten Impulsgebern. Es werden immer Teams gebildet, die zu größeren Teilen aus Mitarbeitern des Werks bestehen und eben zum Teil aus anderen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. Und die Idee ist, dass eben genau diese Kombination eben dann besonders kreative Ideen hervorbringt. Natürlich hat man sozusagen als Unternehmer, Geschäftsführer ein bisschen anderes Verständnis von vielen Dingen. Und natürlich sind es eben auch Ideen, weil man einfach einen anderen Blickwinkel hat. Also es ist auch für uns als IG Metall ein neuer Weg, den wir da gehen. Das haben wir in der Form noch nicht gemacht. Aber wir haben gesagt, es ist alles besser, als die ausgetretenen Pfade zu gehen und zu sagen, hohe Abfindung und raus. Also wenn der Standort wegfallen würde, wäre das erstmal für die Beschäftigten schlecht, weil ein Haufen Arbeitsplätze wegfallen würden. Die Leute fühlen sich hier wohl, das merkt man. Natürlich gibt es tägliche Herausforderungen. Aber ich merke auch immer, wenn es die Herausforderungen gibt, am Ende des Tages halten die Leute alle zusammen und ziehen an einem Strang. Und das wieder so zu finden bei einem anderen Arbeitgeber ist nicht selbstverständlich. Das sind 170 Leute mit einem extrem hohen Qualitätsbewusstsein, die sehr präzise Dinge bauen hier. Die haben eine super Moral, die Leute, die sind voll dabei. Also irgendjemand hat hier im Prozess mal gesagt, gib uns eine Zeichnung und wir bauen das Ding. Na, geht nicht, gibt's nicht. Und das ist natürlich so einfach jetzt nicht an einem Standort, der dieses Ingenieurs-Know-how, dieses Montagen-Know-how nicht hat, irgendwo auf der Welt kopierbar. Eigentlich ist es erstmal uns egal, was wir produzieren hier. Das Optimum wäre, diesen Standort für so viele Kollegen wie irgend möglich zu guten Konditionen zu erhalten. Und wenn wir sagen, wir machen es, dann machen wir es. Also dafür sind wir da, das umzusetzen, was die Leute möchten. Und wir geben alle unser Bestes, dass es gelingt.